Hast du schon mal überlegt, wie es wäre, in nur 2 bis 3 Monaten deinen Zweitpass in den Händen zu halten und das zu einem Preis, der aktuell im weltweiten Vergleich kaum zu schlagen ist? Heute sprechen wir über ein brandneues Second Passport Programm, das für viele von euch der Türöffner schlechthin sein könnte. Sao Tome und Príncipe. Also der Preis ist so gut, dass du vielleicht sagst, jetzt habe ich das Video gesehen, heute beginne ich schon mit dem Antragsprozess und in der Tat ab heute nehmen wir auch Anträge für dieses brandneue Programm entgegen. Also machen wir mal den Faktencheck zum Preis zunächst. Das Programm startet bei nur 90.000 US-Dollar für einen Einzelantragsteller und Familien mit bis zu 4 Personen, also inklusive Kindern unter 30 Jahren übrigens, die kommen mit 95.000 US-Dollar rein in das Programm. Und das ist schon echt ein mega guter Preis. 95.000 US-Dollar. Und kannst du selber ausrechnen, Eurokurs steht aktuell sehr gut. Kinder bis 30 Jahre, das ist eigentlich unschlagbar. Es kommen natürlich noch Bearbeitungsgebühren dazu, zum Beispiel eine nicht erstattbare Einreichungsgebühr von 5.000 US-Dollar und auch über, wie gesagt, die ersten 4 Personen, jeder weitere Angehörige, dann nochmal 5.000 US-Dollar muss er noch hinzurechnen. Und für ein Citizen by Investment Programm mit diesem Tempo und dieser Familienfreundlichkeit, das ist schon eine echte Ansage. Wer nur auf den Preis schaut und die Geschwindigkeit bis zum Pass, weil Karibikpässe dauern eben aktuell 14 bis 16 Monate, falls ihr sich dafür interessiert, und der Schengen-Zugang, der kippelt. Also wer vielleicht sagt, ich bezahle gerne das Doppelte und habe den Schengen-Zugang, haben wir einige Videos gemacht, wieso der eigentlich sowieso nicht so viel nützt. Du sowieso noch einen Schengen-Zugang, egal welchen Pass du nimmst, in den Zweitpass inkludieren könntest und damit eigentlich jeden Pass aufwerten kannst. Also, wie gesagt, Preis und Geschwindigkeit unschlagbar bei diesem Pass, und wenn das für dich wichtig ist, kannst du eigentlich schon ans Ende des Videos spulen, Barcode scannen, loslegen mit der Antragstellung, weil ab heute nehmen wir deinen Antrag dafür entgegen. Aber wir werden uns jetzt im Video mal zusammen anschauen, warum dieser Pass und für wen unbedingt die richtige Entscheidung sein könnte, aber auch mal mit dem etwas teureren Sierra Leone Pass vergleichen und schauen, in welchem Fall und für wen der doch die bessere Wahl sein könnte. Also im Gegensatz zum Sierra Leone Pass, wo es ja keine Bearbeitungsgebühren gibt, also da beginnt ja der Preis für den ersten Antragsteller bei 140.000 US-Dollar, jeder weitere 10.000 US-Dollar. Dort sind aber eben alle Bearbeitungskosten schon inklusive, sogar die Beglaubigung deiner Dokumente kostet dort nichts extra. Bei Sao Tome und Príncipe ist das etwas anders, da kommen dann nochmal Bearbeitungsgebühren hinzu. Die Nebenkosten beim Einzelantragsteller sind immerhin 26.250 US-Dollar und werden dann halt je nach Anzahl der Personen auch etwas größer. Die Details gerne in unserem PDF zum Video zum Nachlesen. Der Pass bleibt dennoch um einiges günstiger für die meisten einfachen Familienkonstellationen, es sei denn, du hast eben Kinder, die älter sind als 30. Dann wird der Sierra Leone Pass wieder günstiger, oder du hast etwas komplexe Familiensituationen, wie eben Geschwister, Patchwork-Familien und so weiter und so fort. Aber alle Details, wie gesagt, zu den Preisen findest du in meinem PDF zum Video. Und wie du das bekommst, im Text zum Video, im Infotext oder am Ende des Videos ein Link. Also das Land Sao Tome und Príncipe. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, vielleicht weißt du auch ungefähr, wo es auf der Karte zu finden ist. Es ist ein tropisches Inselparadies im Golf von Guinea, politisch stabil, sicher, bekannt für nachhaltige Entwicklung. Die Amtssprache ist Portugiesisch, Währung ist der Dobra und die Wirtschaft lebt von der Landwirtschaft, Fischerei, Ökotourismus, zunehmend auch erneuerbare Energien. Klar, Bodenschätze, Gold, Diamanten und so weiter wie andere afrikanische Länder, also Festland, die sind da eher weniger zu finden. Das Besondere, wie gesagt, du bekommst den Pass in weniger als 2 Monaten und der Pass ist 7 Jahre gültig. Verlängerung, gerade mal 350 US-Dollar, ein echtes Top-Angebot. Also ich kenne sonst keinen Pass, den du für so wenig Geld, auch nur für 350 US-Dollar, denn eben nach der Ablaufzeit einfach verlängern kannst, ohne übrigens hinzureisen, einfach ein Antragsformular auf die Verlängerung ausfüllen und dann wird er dir weltweit zugestellt. Ähnlich wie in Nauru wird übrigens dein Geld in einen Fonds, hier in dem Fall der National Transformation Fund, investiert, und der Fonds konzentriert sich auf nachhaltiges Wachstum, soziale Fortschrittsinitiativen, so heißt es da im Text, einschließlich erneuerbare Energieprojekte, Ökotourismusentwicklung und Infrastrukturverbesserung. Also durchaus einiges zu bieten, das Programm aus meiner Sicht.
Und die nächste Frage ist oftmals, wie ist die Bürokratie, wie läuft der Antragsprozess, was braucht man für Dokumente? Also für den Hauptantragsteller unter anderem eben eine beglaubigte Reisepasskopie, eine beglaubigte Geburtsurkunde, Heiratsurkunde ebenfalls, falls das zutreffend ist, dann ein polizeiliches Führungszeugnis, sowohl vom Wohnsitzland als auch vom Heimatland. Also bist du zum Beispiel Deutscher, Österreicher oder Schweizer Staatsbürger und bist ausgewandert, lebst zurzeit, sagen wir mal, in Mexiko, dann brauchst du eben ein polizeiliches Führungszeugnis von Mexiko und von Deutschland, Österreich, Schweiz, je nachdem, wo dein Heimatland ist. Du brauchst eine Arbeitsbescheinigung oder Firmendokumente, also je nachdem, bist du ein Angestellter, dann einen Lohnschein oder einen Arbeitsvertrag, beziehungsweise bist du selbstständig, Firmeninhaber, Gesellschafter, dann solltest du eben einen Handelsregisterauszug nachweisen, um einfach zu zeigen, du hast ein Einkommen. So. Das ist also wichtig. Ein Bankreferenz schreiben wird noch gefragt, ein Adressnachweis, nicht älter als 3 Monate, Passfotos elektronisch in einer guten Qualität. Manche mögen es nicht, aber wie gesagt, auch viele Länder haben das ja, auch Dubai zum Beispiel, selbst nicht mal für die Staatsbürgerschaft, nur für das Golden Visa. Du musst zum Arzt gehen und einen medizinischen Berichten, kein Gutachten, aber im medizinischen Bericht auch mit abliefern und natürlich das ausgefüllte Antragsformular. Also das ist das, was du abliefern musst, und sobald wir das haben, dann zählt halt die Zeit für dich. Und wie gesagt, 1,5 bis 2,5, maximal 3 Monate, je nach Antragsaufkommen. Und der Pass ist in deinen Händen. Ein wunderschöner blauer Pass. Also der Pass sieht wirklich auch ganz toll aus. Der ganze Prozess wird von unserem Team begleitet und super professionell und freundlich von unserem Processing-Partner in Dubai durchgeführt. Da bekommst du auch gerne nochmal ein kostenfreies Beratungsgespräch, ganz konkret zu diesem einen Passprogramm, Sao Tomé und Príncipe. Also das ist aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig, dass eben der gesamte Antragsprozess auch in deutscher Sprache durchgeführt werden kann. Wenn du übrigens vorher nochmal ein Beratungsgespräch von mir zum gesamten Thema Zweitpass wünschst, also wie man den überhaupt verwenden kann, wie man ihn nicht verwenden kann. Da gibt es ja viele Unklarheiten. Zum Beispiel manche denken, dass sie mit dem Zweitpass ausreisen können aus der Europäischen Union, also was allerdings nicht geht. Also wenn du da mehr wissen willst, wie er genau eingesetzt wird, wie man den Zweitpass mit anderen Golden Visa kombiniert und wie du ihn einsetzen musst, damit er dir wirklich Reisefreiheit bringt, vielleicht auch dein Vermögensschutzkonzept mit dem zweiten Pass aufbauen kannst, egal jetzt mal, für welchen Zweitpass du dich entscheidest. Also dann lade ich dich gerne ein zum Beratungsgespräch, holistisch zum gesamten Thema, nochmal einen Überblick über alle Zweitpassprogramme. Du kannst gerne den Code am Ende des Videos verwenden, bekommst einen Discount von 10% auf das Beratungsgespräch und bekommst es komplett wieder gut geschrieben, wenn du innerhalb von 2 Monaten irgendeines der Passprogramme über uns beantragst. Das wäre also das Angebot an der Stelle. Vielleicht jetzt, wie versprochen, nochmal ein kleiner Vergleich Sao Tomé und Príncipe zum Sierra Leone Pass. Und die Frage, wann und für wen könnte das Sierra Leone Pass doch die bessere Wahl sein? Also, obwohl, wie ich schon gesagt habe, Sao Tomé und Príncipe das günstigste Passangebot ist, das wir kennen, gibt es eben Situationen, in denen Sierra Leone zwar teurer, aber strategisch etwas mehr bringen könnte. Also zum einen ist Sierra Leone eben ein Festlandpass. Und wenn du deswegen einen Zweitpass wünschst, weil du in Krisenzeiten oder Pandemiezeiten, was auch immer, mehr Reisefreiheit wünschst, dann könnte der Sierra Leone Pass die bessere Option sein, weil du kannst eben mit dem Auto ausreisen im Worst Case. Sollte man die Reisebeschränkungen mal so weit auf die Spitze treiben, dass du nur noch in dein Heimatland reisen dürftest, dann müsstest du im schlimmsten Fall eben am Frankfurter Flughafen oder wo immer du ausreist, ein Flugticket zeigen zu deinem Heimatland. Das wäre dann Vanuatu, das wäre Nauru, das wäre Antigua und Barbuda oder eben Sao Tomé und Príncipe. Die Frage ist nur, willst du in einer Krisenzeit nehmen wir mal Nauru, auf einer kleinen Insel leben, die so groß ist wie der Frankfurter Flughafen? Oder Vanuatu, eine Insel, die ungefähr etwas kleiner ist als das Bundesland Thüringen. Sao Tomé und Príncipe ist kleiner als Kreta. Also im schlimmsten Fall, wenn das dein Hauptgrund ist, Reisefreiheit zu haben, könnte es im schlimmsten Fall, wie gesagt, wenn die Reisebeschränkung auf die Spitze triebe, nicht den gewünschten Effekt bringen. Während du mit dem Festlandpass zum Beispiel einfach dich ins Auto setzt, Kofferraum und jetzt mit dem Auto über Bulgarien oder vielleicht sogar Montenegro einfach sagst, ich will jetzt nach Sierra Leone fahren, über Istanbul dann, ja, gibt's ja den Weg nach Afrika beispielsweise oder über Spanien mit der Autofähre dann rüber nach Afrika und bleibst halt unterwegs irgendwo hängen in einem schönen Land, in dem es angenehm ist zu bleiben dann, aber bist eben mit dem überzeugenden Ausreisedokument
nämlich dein Zweitpass erstmal aus der Europäischen Union ausgereist, im Fall von harten Reisebeschränkungen. Also aus meiner Sicht hat dort ein Festlandpass, eben zum Beispiel von Sierra Leone, noch eine Stufe mehr Sicherheit, dass das auch funktioniert. Dann Niederlassungsrecht hast du mit dem Sierra Leone-Pass nicht nur in einem Land, sondern eben in 15 Ländern, weil es gibt ähnlich wie den Schengen-Raum oder CARICOM, Mercosur, gibt es also auch in Westafrika ein Staatenbündnis, ein wirtschaftliches Staatenbündnis, das heißt ECOWAS. Und hast du einen Pass aus einem dieser 15 Länder, hast du Niederlassungsfreiheit. Also kannst länger als 3 Monate bleiben. Du musst natürlich auch beantragen dann, musst sagen, ich bin jetzt reise erst mal ein mit dem Pass und innerhalb von 3 Monaten meldest du dich da an, bekommst so eine Art Personalausweis. Eben in wunderschönen Ländern wie Kap Verde und vielen anderen Ländern, wir blenden die Liste mal an dieser Stelle ein. Ist also aus meiner Sicht auch nicht uninteressant. Dann haben wir die flexiblere Familiendefinition, Sao Tome und Principe, wie gesagt, aus meiner Sicht unschlagbar, wenn es darum geht, Papa, Mama, Kinder bis 30. Aber was ist, wenn dein Kind 31 ist, 35, 40? Wenn du vielleicht noch einen Bruder oder eine Schwester mit integrieren willst, wenn du vielleicht eine Patchwork-Familie hast, also vielleicht zweimal verheiratet warst und möchtest gerne auch deinen ersten Ehepartner mit Kind mit ins Paket integrieren. Da kann man eben bei Sierra Leone eine Petition schreiben und kann sich das genehmigen lassen. Und in vielen Fällen bekommen wir solche speziellen Familienkonstellationen auch durch, dann zum entsprechenden Preisoffering, was man uns dann macht. Auch vielleicht hast du einen Ehepartner, einen Lebenspartner, mit dem du noch nicht verheiratet bist. Auch dort können wir die Petition schreiben, das beantragen und in vielen Fällen bekommen wir das durch. Oder du hast jemanden in der Familie, der sagt, ich brauche noch Zeit. Du machst ein großes Familienpackage und vielleicht hast du ältere Kinder oder einen Bruder, eine Schwester, die sagen, ich muss mir das noch überlegen, mache ich das nicht. Und dann kann man den Antrag einreichen und sagen, okay, Teil 1 der Familie startet jetzt. Man bezahlt den Teil und man hält sich aber diesen guten Preis des Gesamtpakets vielleicht für 10 Monate offen und zahlt den Rest dann in 10 Monaten nach oder auch nicht, je nachdem, ob sich die Familie entscheidet, mit einzusteigen. Auf sowas kann man beantragen. Es gibt keine Garantie immer, das genehmigt zu bekommen, aber bis jetzt haben wir alle Sonderfälle genehmigt bekommen. Die Bürokratie ist noch entscheidend. Wir haben in Sierra Leone etwas weniger Bürokratie. Wir brauchen kein Führungszeugnis, weder vom Wohnsitz noch vom Heimatland, keine medizinische Untersuchung, kein Vermögensnachweis. Du kannst, das ist also auch interessant, im Paket noch was hinzufügen. Du kannst einen steuerlichen Wohnsitz ohne Anwesenheitspflicht noch mit bestätigt bekommen, jedes Jahr von kleinen Aufpreis. Dann die Amtssprache ist Englisch, nicht Portugiesisch. Auch das ist interessant. Also alle Behördenseiten, Bankseiten, was auch immer, hat man da in Englisch. Das finde ich bei unserem Lieblingsplan B-Land Tansania, Sierra Leone auch sehr angenehm, wenn du da zur Bank gehst oder eben den Aufenthaltsprozess durchgehst, dort, wenn du es selber machen willst, vielleicht die Verlängerung. Alles ist Englisch, du kommst relativ gut damit zurecht. Dann ist, wenn du doch mal wenn du in Erklärungsnot kommst, warum hast du eigentlich so einen Zweitpass, ist ein Pass von so einem riesengroßen afrikanischen Wirtschaftsbündnis, also den ECOWAS-Staaten, vielleicht einfacher zu erklären als ein Pass von einer kleinen Insel. Warum hast du den Pass überhaupt? Bist du ein Aluhutträger? Bist du ein Schwurbler? Kann man natürlich sagen, ja, bin ich, aber man kann auch sagen, nee, also Afrika ist für mich dann Wirtschaftszentrum der Zukunft. Ich sehe einfach das Potenzial. Ich möchte dort vielleicht investieren zukünftig. Vielleicht möchte ich dort Business machen und jetzt sichere ich mir einfach dort eben das Recht, Firmen zu gründen, Bankkonten zu eröffnen, zu investieren erleichtert, vielleicht auch Kredite zu bekommen, indem ich eben jetzt zum relativ günstigen Preis diesen Pass erwerbe. Das ist also auch eventuell für manche nicht uninteressant. Und man kann in Sierra Leone übrigens auch eine echte Namensanpassung durchführen. Also eine echte heißt, der alte Name wird nicht in den Pass mit eingedruckt. Das ist bei anderen Ländern so, da steht dann drin früher bekannt als, wenn man den Namen ändert. Man kann also dort den Namen anpassen oder auch total ändern. Ob wir das empfehlen und wem wir das empfehlen, gerne im Beratungsgespräch. Also wenn dich das alles interessiert, verlinken wir gerne mal noch ein ausführliches Vergleichsvideo und du kannst natürlich gerne auch unser PDF mit allen Details anfordern. Nachdem du all das gehört hast, was kannst du jetzt tun? Also wie gesagt, wenn für dich Preis und die schnelle Abwicklung entscheidend ist, deine Familienkonstellation unkompliziert ist, würde ich einfach sagen, starte mit dem Antragsprozess für Sao Tome und Principe. Das ist ein schöner Pass, er gilt 7 Jahre, das ist im Durchschnitt sehr gut. Er ist sehr preiswert für 350 US-Dollar zu verlängern. Wie gesagt, wenn du im Ausland von Deutschland lebst, der deutsche Pass kostet mittlerweile auch schon fast 200 Euro in der Verlängerung, wenn du da den Auslandszuschlag einer Botschaft bezahlen musst. Das ist also, und da musst du aber hin zur Botschaft, das haben wir nicht vergessen, mit unseren Reisekosten noch verbunden. Hier kannst du alles online machen, ist also aus unserer Sicht ein sehr, sehr fairer Preis.
Und wenn das für dich entscheidend ist alles, dann würde ich jetzt starten und den Antragsprozess im Prinzip beginnen. Wie gesagt, ab heute nehmen wir Anträge entgegen und würde mich freuen, dir vielleicht in 2 Monaten dann schon deinen wunderschönen blauen Sao Tome und Príncipe Pass zu übergeben. Falls du noch unsicher bist, dann buch doch einfach eine Beratungsstunde. Und wenn du dich entscheidest, wie gesagt, innerhalb von 2 Monaten für einen Pass, egal welches Land, dann bekommst du Beratungsgebühr zurück. Hier der Bonuscode auch für die Beratungsstunde. Oder schreib einfach an meine E-Mail-Adresse und in den Betreff einfach das Wort Zweitpass und dann bekommst du das PDF zum Video. Und wenn es fertig ist, wir arbeiten gerade dran an einem brandneuen Vergleich aller 12 Pässe. Da hat sich ja einiges geändert, also wir aktualisieren das gerade, schicke ich dir auch gerne zu, sobald es fertig ist. Ansonsten, ich freue mich, dich entweder auf einem unserer Events zu sehen, die finden ja regelmäßig statt in Zürich, in London oder Irland, jetzt demnächst auch die große Passport- oder Zweitpass-Masterclass in Athen beispielsweise, Georgien, Serbien zum Eröffnen von Bankkonten sind wir regelmäßig oder auch zur Beantragung der Dauerresidenz. Oder am liebsten natürlich unser Lieblingsplan B-Ort Sansibar in Tansania. Aus meiner Sicht einer der schönsten und einfachsten oder schnellsten Programme, um ein lebenslanges Wohnrecht zu bekommen für die Familie. Also wo auch immer wir uns sehen, sei es mal physisch beim Event, sei es im Beratungsgespräch. Ich freue mich, dich kennenzulernen und bis dahin bleib mutig, bleib fröhlich und komm ins Handeln. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.